Natascha. Ja, vielen Dank, Michael. Es geht, wie gesagt, weiter mit Mount&Blade II. Ein wunderschönes Spiel, das jetzt, wir haben keinen Ton. Mein Mikro ist gemutet. Wir haben keinen Ton. Vielen Dank für diesen Hinweis. Jetzt haben wir Ton. Es tut mir leid, dass ich euch meine engelsgleiche Stimme für 10 Sekunden vorenthalten habe. Also, es geht weiter mit Mount&Blade II Bannerlord. Ein Spiel, das wir ganz heiß erwarten. Es ist seit 2013 in Entwicklung. Das klingt jetzt lang, aber 5 Jahre ist eigentlich relativ normal für ein Spiel. Wir haben heute ein paar wundervolle Gäste, und zwar den Paul und vor allem den Entwickler Arman von Tailworlds Entertainment und unseren Mittelalter-Spezialisten, gelernten Historiker, nicht studierten Notar, aber auf jeden Fall versierten Kollegen Dimitri Halay aus München. Genau. Wie wir jetzt schon die letzten Male gemacht haben, wenn wir englischsprachige Gäste hatten, unser guter Entwickler kommt aus der Türkei. Das Entwicklerstudio ist in Ankara. Ich werde die Fragen auf Englisch stellen und dann auf seine Antwort auf Englisch warten und sie dann für euch übersetzen. Außerdem erwarten wir hier natürlich wieder ganz, ganz viele Fans von Bannerlord, von Mount&Blade vor allem, und deswegen werden wir natürlich auch wieder Fragen aus der Community von euch entgegennehmen. Ihr dürft sie einfach in den Chat stellen. Jochen sucht dann die aus, die am wenigsten doof sind, und wird sie uns hier stellen. Yeah. I just explained that I will ask you the question in English, you will answer in English, and then I will translate for our guests. So, und Paul, der spricht Deutsch, deswegen spreche ich mit ihm auch einfach Deutsch. Ja. Der wird das Spiel jetzt für uns spielen, weil man kann das Spiel nämlich im Moment auf der Gamescom spielen, aber ihr da draußen könnt es noch nicht, deswegen dürfte ich jetzt einfach nur zugucken. Genau, und ja, I just told the others that the game is 5 years in the making. You started 2013 to make this game. 5 years in the making isn't that much, but everyone is so excited that they can play it. So you have to tell us, when will the game come? When it is ready. When it's ready, yeah, that's a pretty good question. But it seems pretty playable. Is the game a demo, the game you brought to the Gamescom, or is it actually the playable version and you just want to tweak this and that, so or add something? It's pretty much the playable build. We basically almost finished work on the early parts of the game, but there are still more advanced features such as sieges and kingdom management and town management. And we have again done a lot on those fronts, but we still need to add some polish and finish working on certain features. Ja, ich habe ihn natürlich gefragt, weil ich neugierig bin wie der Rest von uns, wann kommt das Spiel endlich? Und er hat gesagt, es kommt, wenn es fertig ist. Du darfst gerne anfangen zu spielen übrigens. So, sobald du anfängst zu spielen, werden wir das Ganze einblenden. Aber weil ich klug bin, habe ich gefragt, ob das Spiel, was sie mit auf die Gamescom genommen ist, einfach nur eine kleine Demo ist oder das fertige Spiel. Und er hat eine wunderschöne Antwort gegeben. Er hat nämlich gesagt, es ist tatsächlich ein spielbares, ein playable build, ein spielbares Spiel. Das klingt irgendwie dumm. Es ist genau so, wie es jetzt im Moment ist. Es ist schon spielbar. Der Anfang des Spiels ist soweit fertig, aber es gibt eben noch ganz viele Dinge, die man noch hinzufügen möchte. Town Management, jetzt zeige ich es schon wieder auf Englisch. Aber Management ist ja auch Verwaltung. Verwaltung, vielen Dank. Stadtverwaltung. Und so weiter, genau. Und der Paul fängt jetzt an zu spielen. Das ist, wie gesagt, genau das, was man hier auf der Messe schon spielen kann. Es ist nicht ganz der Start des Spiels, sondern natürlich ein bisschen vorbereitet, damit man nicht mit der Charaktererstellung beginnt. Und du hast das Spiel auch schon gespielt. Genau, also was ihr jetzt vielleicht gerade nicht gesehen habt, man hat hier die Wahl zwischen 3 verschiedenen Charakteren. Das wird natürlich im finalen Spiel anders sein, gehe ich mal von aus. Ja. So you have 3 pre-selected characters, but in the final game you're going to have an editor where you can create everything that you want to create, right? Yes, we are going to have a really powerful character generation system, and you will be able to customize your character and select skills. But for the purposes of this demo, we just have 3 pre-generated characters, so that we won't be spending time with character generation. Alright. Also, er hat gerade mir gesagt, dass es halt einen freien Charaktereditor gibt. Wer Mount&Blade Warband kennt, den Vorgänger, der kann sich das in etwa vorstellen. Es gibt halt da, man kann da vom Aussehen bis zu den kleinsten Details, zum kulturellen Hintergrund
alles wählen, was man möchte. Was haben wir denn jetzt gewählt für einen Charakter? Wir haben Brogomir gewählt, der ist selber wie eine Art Wikinger, erst im Norden. Und er ist bei uns Teil der Fraktion von Stöger. Und wir sind jetzt aber rüber nach Valendia gegangen, das ist eine europäisch inspirierte Fraktion und werden jetzt erstmal ein paar Truppen rekrutieren und dann hoffentlich auch bald kämpfen. Okay. Genau, und auf den Kampf warten wir jetzt auf jeden Fall und hoffen, dass wir den bald sehen, weil das, was Mount&Blade tatsächlich zu einem ganz besonderen Spiel macht, was es sehr von den anderen Spielen seines Genres abhebt, ist die Game-Physik, also die Spielphysik, was genau man machen muss und was für Kleinigkeiten das Spiel beeinflussen. So, the game physics is very special in your game, so you are slower if you carry too much, that's pretty usual, but you are slower if you wear a certain type of armor than if you don't wear it, but you don't tell it the people, so you just move slower. Or if you have a horse in your party, you move a little bit faster because the horses carry your stuff. Can you tell us something about how you came to this very unique game physics? Basically, we wanted to have a game where the player is able to do a lot of the things that you can do in real life. So basically, we want to have a system where every decision you make has consequences, and every time you have some kind of benefit, you have to also think about it. We have a game where you can do so many different things. You can gather an army of people, you can have companions, you can do trade, you can do combat, and whatever thing you are doing, we would like to player to have interesting decisions and interesting things to do. So we basically try to model different dynamics for pretty much everything. And another part of this very unique game physics is the fighting, because if you fight wrong, you will make less damage. Like if you hit your target with the wrong part of the swords. And do you think that makes the fighting in the game harder? Do you think you have to think more about what you do? It does make it harder in some sense, but again, we want to create a game that's like a bit more deeper than just hacking and slashing. So we want to, for example, for horseback combat, we try to take into account so many different things, like your speed. So for example, if you hit someone while riding fast, then we take into account your speed and your exact, for example, the angle of your sword and how you hit your enemy. So we try to model all of those in our physics model, and we calculate the amount of damage based on the actual real physics. So all of these, of course, make the combat a bit more difficult, perhaps, but it also makes things interesting, because once you start the game, you will still be able to fight, because everyone can click the mouse and hit something. But also, as you play along, you will find that you are getting better and better, and you are understanding how the game mechanics works. So you also enjoy being able to get better in the game. So you think it's not just the character you're skilling and leveling up, but you will evolve your own skills in getting better at the game. So it's very rewarding in the end. Yeah, exactly. Yeah. It's like that is very, very important, because it is very important that the players feels that he or she is getting more skilled. Because in the game we say that, okay, you are this medieval character, this adventurer, and you are like super skilled in combat, and you can fight, and you are like a sword master and whatever. And if the player is just clicking the mouse and everything is happening, we feel that he won't be able to get as much satisfaction as a game where actually he also feels that he's achieving something, and he's learning the game, and he's doing different maneuvers and actions. So these come together, I guess. So your
in-game persona, your avatar, is a sword fighter, and you are like a skilled game player. So these two combine together, and you are immersed in the game a bit more. Also ich habe ihn gefragt nach, wie gesagt, wie sie auf diese Game-Physik gekommen sind. Und er hat gesagt, sein großer Wunsch war, eine möglichst realistische Erfahrung für das Spiel zu bieten. Also es gibt einige Dinge im Spiel, die merkt man gar nicht so sehr. Zum Beispiel, wenn man durch das Spiel reitet oder wenn man von einer Stadt zur nächsten reitet, dann ist man etwas schneller, wenn man ein Pferd dabei hat, weil dieses Pferd dann die eigene Last trägt. Und gleichzeitig ändert sich das aber in so kleinen Schritten, dass man das als ich will immer nicht Casual-Spieler sagen, dass man das einfach nicht so wirklich mitbekommt, wenn man nicht ganz tief im Spiel drin ist. Und ich habe ihn auch danach gefragt, wie sie auf die Idee gekommen sind, auch die ganze Kampfstrategie nach dieser Game-Physik aufzubauen und ob das Ganze das Spiel schwerer macht. Und auch da hat er gesagt, natürlich im ersten Moment macht das Spiel schwerer, weil man nicht einfach nur Hack and Slay auf die... Das ist schon wieder ein englisches Wort, das gibt es nicht, es tut mir leid, weil man nicht einfach nur auf seine Gegner einprügelt, auf die Maus klicken kann jeder, sondern es geht darum, dass man selbst die Fähigkeiten entwickelt, dass man selbst lernt, auf diese ganzen Dinge zu reagieren, dass man lernt, wie sich diese Physik verhält und dass es eben einfach eine möglichst immersive und realistische Erfahrung bietet. Und Dimi, hattest du auch das Gefühl, dass das für dich funktioniert hat? Bist du dadurch mehr reingekommen? Ja, ich meine, das Spiel enthält im Prinzip die gleiche Magie wie Mount&Blade Warband, der Vorgänger. Das heißt, es ist ein sehr, sehr offenes Rollenspiel und die konkrete Spielphysik, die du in den Kämpfen schon spürst, also ich will jetzt auch keine englischen Wörter benutzen, ja? Aber das Impact, das Aufschlagsgefühl, wenn beispielsweise dein Wurfspeer einen fliehenden Gegner erwischt, das fühlt sich als unheimlich wuchtig an. Also das Spiel ist ja noch lange nicht fertig, aber wenn man dann in diesen Schlachten drin ist, merkt man, der Kern funktioniert einfach schon richtig gut. Und vielleicht sollten wir einfach ganz kurz mal ein bisschen erklären, was der Paul hier gerade macht, denn wer Mount&Blade gar nicht kennt, man startet da im Prinzip so ein bisschen wie ein Bachelor-Erstsemester. Man hat seine Heimat verlassen, man kann nichts, man hat nichts und startet da als kleines Männchen und ihr seht da auf der Weltkarte diese ganzen anderen Männchen rumlaufen mit den Zahlen. Viele davon sind Banditen, die euch sofort umbringen oder gefangen nehmen, wenn ihr nicht aufpasst. Das heißt, ihr müsst in eine Stadt gehen, ihr müsst da mit Leuten reden, ihr müsst anfangen, Leute zu rekrutieren, ihr müsst anfangen, euch eine Armee aufzubauen und könnt dann im Prinzip entscheiden, wie ihr von da weitermacht. Ja? Und im finalen Spiel soll es dann auch so sein, dass man im Endeffekt auch als Regent einer Stadt fungieren kann. Das heißt, man hat so eine richtige vom Tellerwäscher zum Mittelalter-Millionär Erfahrung. Und das ist halt ganz anders als in Kingdom Come Deliverance, wo man eine geskriptete Main-Story hat oder eine Hauptgeschichte hat. Das hier ist wirklich eher ein ganz offenes Spielsystem, bei dem man einfach entscheiden kann, ob man Händler sein will. Das hat er ja auch schon gesagt, ob man ein Händler sein will, ob man ein Ritter sein will, ob man ein Räuber sein will oder was auch immer. Und wir erforschen hier jetzt im Prinzip gerade am Anfang die Städte, versuchen uns ein bisschen über Wasser zu halten und nicht gefangen genommen zu werden. Das passiert sehr schnell in diesem Spiel, wie du auch schon gesagt hast, ist es relativ harsch und verzeiht nicht viele Fehler. Ja, genau. Erzähl uns doch einfach mal, Ja. kannst du uns vielleicht mal das Skillsystem zeigen und uns zeigen, wie man da seinen Charakter von vornherein einstellen kann. Jetzt sind mir noch Tiere ins Gesicht geflogen. Das ist unser das Charakter. ist live. Und ich glaube, Arman kann darauf viel besser eingehen als ich, aber wir haben bestimmte Skills, die besser werden, wenn man damit spielt und können Skill-Fokus geben, um diesen Fortschritt zu beschleunigen. Aber für die einzelnen Skills möchte bestimmt Arman was. Yeah, can you tell us something? I'm sorry, Der Wind, ja. everything is just destroyed. So can you tell us something about the skills? Just pick one you really like and tell us something about that one skill. We have something like 18 different skills. The new thing about skills is that you need to practice each one individually to be able to learn them. So there is no generic experience in the game. So if you want to learn trade, for example, you need to actually go to different towns and buy low, sell high, and do actual trade and make a profit. And the more profit you make, the more trade experience you gain. And that's how you gain the trade skill. And pretty much every different skill works the same way. So you fight, you gain the combat skills. You, for example,
treat your wounded soldiers, and you learn the surgeon skill. So that actually makes the game much more fun because you gain the feedback that whenever you actually achieve something interesting in the game, you are rewarded by that by gaining skill points on that. And also for each skill, we also have something like 20 different perks. And each perk gives you various interesting and different bonuses. Usually they come in pairs, and whenever you come across those, you can achieve those, you will have to select one of them. And you will need to therefore create a very unique character build because you decide which skills to focus on and which perks to take. Okay, just to make this clear, so it's a mix, a blend from mechanics like in Skyrim, where you are learning things by doing them, and then you achieve points that you can spend, right? Exactly, yeah. Basically, you have some focus points that you distribute, but the focus points are not the skills themselves. They only determine how fast you learn the skill. You actually need to do the chores or whatever, or you need to play the game and you need to achieve success in order to be able to learn the skills. Okay. Genau, also er hat uns jetzt erklärt, wie das mit den Skills funktioniert. Ich versuche das mal möglichst gut wiederzugeben. Es geht darum, dass es nicht nur einfach Skillpunkte gibt. Die Skillpunkte, die man bekommt, zum Beispiel durch Level-Up, die werden auch nicht direkt einfach verteilt, sondern die entscheiden nur, wie schnell man einen Skill lernt. Man muss tatsächlich den Skill benutzen, also zum Beispiel handeln oder mit dem Schwert kämpfen oder Dinge werfen oder reiten, damit man in diesem speziellen Ding besser wird. Und wie gesagt, wenn man einen Skillpunkte verteilt, dann wird man nicht automatisch an der Stelle ein bisschen besser und spart sich einen Haufen Zeit, sondern das entscheidet nur, wie viel schneller, also quasi wie viel Talent man für dieses bestimmte Ding hat, dass man dann eben schneller lernt, wenn man das Ganze trainiert. Ja, und es gibt auch wieder verschiedene Zivilisationen. Was mich dann interessieren würde natürlich, ist, inwieweit diese verschiedenen oder diese unterschiedlichen Völker sich spielmechanisch unterscheiden. Ich glaube, danach würde ich mal fragen. Yeah, there are several different factions in the game based on historical groups of people, cultures. How can you name some of them, and can you explain how they all differ from each other? What are their special advantages and disadvantages? Mm-hmm. The game takes place in our world of Calradia, but it takes place 200 years before our first game's timeline. And in this timeline, we have in this time period we have a central empire. We call that the Calradian Empire. It has a little bit of like a parallels with East Roman Byzantine Empire in architecture and equipment and weapons. So around this empire, but this empire is currently going through a period of crisis, and it is going through a civil war, and there are three main political factions trying to take over its government. But also there are 5 different kingdoms. We sometimes call these barbarian kingdoms because like they are outside the empire. Yeah. And you can also join one of these kingdoms. And each of these kingdoms also has parallels with actual world history. So for example, we have the Valandians, which are like more typical West European culture, and they have knights and lances and like those kinds of troops, crossbow troops, for example. On the more eastern side, we have the Khuzaites, which have like horse archers, and they are inspired by Mongolian and Turkic people. So all around the map, we have actually like interesting and varied architecture and different equipment. Okay, also es gibt unterschiedliche Kulturen, denen man sich anschließen kann, beziehungsweise der eigene Charakter kann bei der Charakterwahl verschiedene Kulturen ja, als Hintergrund verbuchen, und die basieren auf historischen Vorbildern, sind aber selbst nicht historisch. Das heißt, oft denkt man ja bei der Mittelalterwelt, dass das jetzt tatsächlich irgendwie die Türkei ist oder so. Ist es aber nicht. Es ist also ein fiktives Königreich, aber die basieren dann, also es gibt beispielsweise ein großes Imperium, das so ein bisschen auf dem oströmischen, byzantinischen Imperium basiert, aber zersplittert ist durch einen Bürgerkrieg in 3 verschiedene Fraktionen. Und dann gibt es aber noch barbarische Königreiche, die anderen Vorbildern nachempfunden sind, zum Beispiel dem Heiligen Römischen Reich, oder aber auch natürlich mongolische Reiter, das heißt Steppenreiter, die mit dem Bogen besonders gut umgehen können. Das heißt, wenn man
also man kann trotzdem sagen, dass man hier in irgendeiner Form einen historischen Anspruch sehen kann, dass das Ganze sich ein bisschen, ja, ich will das Wort realistisch vermeiden, aber so ein bisschen an historischen Vorbildern angelehnt wahrnehmen kann. Genau, und das Spiel spielt 200 Jahre vor dem ersten Mount&Blade, das ist auch ganz wichtig. Wir sehen jetzt hier übrigens, darauf möchte ich mal kurz ein bisschen eingehen, tatsächlich einen Kampf. Und da kann man jetzt zum Beispiel auch sehen, Paul spielt hier mit einer Axt und die Axt hat ja eine relativ kleine Klinge. Der Axtkopf ist proportional zu dem Rest der Waffe relativ klein. Das bedeutet, man muss wirklich darauf achten, dass man mit diesem Axtkopf zuschlägt, weil man keinen großartigen Schaden macht, wenn man nur den Stiel benutzt. Und gleichzeitig ist jetzt hat er schon gewonnen. Ah, nee, doch nicht. Nein. Gleichzeitig ist natürlich auch, wenn man schneller reitet und ein Schwert in der Hand hat, dann hat das ganze Schwert mehr Wucht, das wird into Credit genommen. Und teilweise ist es zum Beispiel auch so, dass unser Pferd, die Geschwindigkeit unseres Pferdes beeinflusst, wie viel Schaden die Waffe macht. Vor allem jetzt mit dem Speer, das könnten wir jetzt wahrscheinlich nicht sehen, weil du hast wahrscheinlich kein schnelles Pferd dabei, oder? Ich habe auch so ein, ich habe auch Paul, der gewonnen, ist leider. Wir haben schon gewonnen. Aber Nee, also, was auch ganz interessant ist, zum Beispiel die Schlacht, die wir gerade geschlagen haben, habe ich eine Karawane von Valandia, also dem europäischen inspirierten Volk, verteidigt gegen so keltische Reiter. Also das passiert auch immer wieder, dass innerhalb der Fraktion oder also vor allem zwischen den Fraktionen so kleine Plänkeleien aufkommen, obwohl noch gar kein Krieg herrscht. gut, also wir haben am Anfang nach Fragen aus der Community gefragt. Haben wir denn ein paar interessante Fragen von der Community bekommen? Ja, haben wir. Ich hätte aber erstmal eine Bitte, wenn ich jetzt gleich die Fragen stelle, könntest du, Paul, vielleicht mal im Hintergrund in ein Dorf gehen und da zeigen, dass man jetzt viel weiter rumlaufen kann. Ich habe das ja auch schon angespielt. Sehr gerne. Das würde ich gern mal den Leuten zeigen. Wir müssen dazu sagen, dass Jochen ein sehr großer Mount&Blade-Fan ist und sich sehr auf das neue Spiel freut und deswegen natürlich auch allen da draußen zeigen möchte, was es da eigentlich Und gibt. ich wurde direkt verprügelt dabei. Ich habe mir das schon angeguckt auf der Gamescom, habe dann Natascha zeigen wollen, wie groß jetzt die Dörfer sind. Bin in ein paar Banditen gelaufen, habe sie provoziert und wurde direkt verdroschen. Also So, aber jetzt mal zu den Community-Fragen. Wir hatten ja schon, zu welcher Zeit das ungefähr spielt. Das ist jetzt eher für den Multiplayer interessant. It's more about multiplayer. Is it possible to chamber or block in multiplayer again, like in Warband? Shall I take this? Yeah, it's definitely possible. We are rebalancing the game because the combat system has a lot of changes. It's kind of deeper. There is directional shield blocking. Timing is a little bit changed. Animations are a little bit changed, but still we are retaining the basic mechanics, and also we will have chamber blocking, which means like doing an attack at the same time when you are doing an attack and blocking at the same time. Parrying the opponent's attack and then hitting him with the same move. Ja, hier hatten wir jetzt eine ganz typische Frage, die man von Fans der alten Spiele bekommt. Es ging darum, ob im Multiplayer wieder es möglich sein wird, gleichzeitig zu blocken und aus dem Block heraus eine Attacke auszuführen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, auch das wird es wieder geben und da gibt es dann verschiedene Variationen davon, die natürlich auch wieder der Gamephysik entsprechend verschiedene Effekte haben werden. Ja, man wird sich wahrscheinlich ein bisschen umstellen müssen, weil die Timings natürlich andere sind, aber das ist halt anderes Spiel, andere Timings. Will there be an Iron Man mode in which your character is dead when you get beaten? Yes, probably we'll add that. Ja, das ist auch wieder eine Frage, die vor allem von Menschen kommt, die Spiele nicht zum Spaß spielen. Es wurde gefragt, ob es einen es wurde gefragt, ob es einen Schwierigkeitsgrad geben wird, in dem der Tod des Charakters auch das Ende dieses Spiels bedeutet, beziehungsweise dieses Durchlaufs. Und jawohl, es wird wahrscheinlich einen Schwierigkeitsgrad geben, in dem man von seinem Tod nicht mehr auferstehen kann. Man kann hier ganz schön echt die erweiterten Dörfer sehen. Das ist, wer Mount&Blade Warband gespielt hat, da bestanden die Dörfer in der Regel aus ein paar Gebäuden und dann gab es genau 2 interessante Personen in dem Dorf. Ja, einen zwielichtigen Mann und einen Dorfältesten, der einem dann Aufträge gegeben hat oder Vieh verkauft hat. Und hier sieht man, die Areale sind sehr viel weitläufiger und es gibt eben auch
so wurde mir das zumindest vor einem Jahr in Ankara zu Besuch erklärt, es gibt eben auch innerhalb dieser Dörfer deutlich mehr Dynamik. Da gibt es jetzt in dem Fall zum Beispiel so Banditen, wenn ich das richtig gesehen habe, mit denen man interagieren kann. Das heißt, die Welt soll nicht nur auf der Weltkarte und in den Schlachten, sondern auch in den kleinen Siedlungen ein bisschen interaktiver werden und ein bisschen abwechslungsreicher werden. Ja, und was ich als alte Pferdenarrin ja auch wieder ganz toll finde, ist, dass man ganz deutlich die verschiedenen Schrittarten des Pferdes sieht aus dieser Perspektive heraus. Ich finde das ganz toll. So, I really like it that you can see the different paces the horse taking, like if it's going really slow or if you're taking the middle path or if you're galloping. I really like that. We work on the horse animations a lot. Yeah. So a lot of things are going on. So for example, we are combining so many different animations in order to make the horse more realistic and more dynamic. Ja, also man legt auch im Entwicklerteam sehr viel Wert darauf, hat er gerade gesagt, weil es gibt sehr, sehr viele verschiedene Animationen, die eben am Ende dafür sorgen, dass die Animation des Pferdes letztendlich so realistisch wie möglich ist. Yeah, I've got another question. Can you fight as a regular soldier without an own army, or do you always have to build up a band of soldiers? Maybe they are. The question is referring to some kind of feature. Some mods had this feature where we were able to join existing armies and as a player, and you wouldn't have a party of your own. We won't exactly have that, but we have this feature where you can take your party and then join an army together with your party, and then you lose control of your. You cannot just move around the map on your own because you are attached to the army and you basically go wherever the army is moving. And then when there's a battle, what happens is that the commander of the overall battle is going to maybe delegate some of the troops to you. And so, for example, you are not going to be the commander of the battle, but you are going to be just the captain of the cavalry, for example. And in that case, you can just receive orders from the commander. And for example, he will say, okay, attack from the left, but it is up to you how to do that. So for example, you will have to figure out how to maneuver and when is the exactly good time to attack and how to basically carry out that order. Okay, vielleicht kann ich das übernehmen. Also es war in Mount&Blade Warband so, da gab es in dieser Entfaltung, was man alles sein kann, ein bisschen eine Grenze. Man war eigentlich immer der Commander von seiner eigenen Truppe und man konnte zwar einem anderen Lehnsherrn die Treue schwören, aber man war immer im Prinzip eine eigene Instanz, die durch die Welt reitet und Kämpfe schlägt. Und es gab dann Mods, die es möglich gemacht haben, dass man einfach nur Berufssoldat ist in einem Heer. Und jetzt war die Frage, ob das eben wieder möglich ist, beziehungsweise ob das übernommen wird, was in den Mods etabliert wurde. Und die Antwort ist so ein bisschen so ein Jein. Man kann im Prinzip mit seiner eigenen Truppe eine Armee joinen, einer Armee beitreten, sich einem Oberherren unterwerfen und ist dann Teil von dessen Feldzug und reist als Teil von dessen Armee, kann also nicht mehr entscheiden, ob man selbst in der Welt irgendwie, wo man hingehen will, sondern man ist dann tatsächlich irgendwie Teil dieser Armee und bekommt dann, es kann dann sein, dass man einzelne kleine Truppen zur Verfügung bekommt oder einfach nur mit seinen eigenen Leuten als Teil von größeren Schlachten an den Kämpfen teilnimmt und beispielsweise den Befehl bekommt, die linke Flanke anzugreifen oder den linken Flügel zu übernehmen und eine bestimmte Strategie umzusetzen und man muss das dann eben auf eine eigene Art und Weise tun. Also ja, man kann sich einer Armee anschließen, aber nein, man spielt in der Regel nicht als Einzelperson, als nur einzelner Soldat, sondern man hat immer eine Form von Kommando. Ja. Habe ich das richtig gesagt, Jochen? Ja? Okay. Gut. Wer das will, der muss halt jetzt momentan einfach, es gibt genügend Warband-Mods, in denen man das machen kann. Das ist allerdings, ich spiele die ja auch, aber das ist auch nicht immer spaßig, weil es wird einem halt komplett die Kontrolle genommen und der kleine Hansel in der Armee möchte ich auch nicht ewig bleiben. Ja. Es gibt zum Beispiel eine Mod für Warband, die, ich glaube, 1257 heißt, also wie eine Jahreszahl. Und das übersetzt das Szenario in ein historisches Szenario, wo man dann tatsächlich die historischen Landschaften und Städte hat. Und da ist dieses Feature drin. Da kann man beispielsweise sich bei den Kreuzzügen einem Heer anschließen und hat dann gar keine Verfügungsgewalt mehr über seine eigenen Marschrouten.
Genau, I just told them about the 1257 mod, where you can have a historical setting. Okay. The next question is, can your character die of old age or disease? And if your character can die from that, will it play a role in sieges? What we have is that in Bannerlord you actually have a family. So you can have, so for example, brothers, sisters, and also children and spouse. So we will have a feature when you die, you will basically be able to continue with someone from your family. So you can die according to the settings. You can die in a battle, or you can die if you don't and if you really play for a long time. You will certainly die of old age eventually, but you will be able to continue with one of your family members. So it does play a real role in how you play the game. I mean, you have to take that into account, and definitely it will play a role in sieges, because you can die during the siege of old age if you take too much time. Die Frage war jetzt, ob man an Altersschwäche sterben kann oder auch an einer Krankheit. Und die Antwort war auf jeden Fall sehr befriedigend, wer sich das wünscht. Denn tatsächlich ist das möglich, allerdings natürlich auch wieder so eine Jein-Sache. Man kann nämlich in Bannerlord tatsächlich eine eigene Familie haben, neben Geschwistern auch Kinder. Und die werden entsprechend älter, man selbst wird auch entsprechend älter. Allerdings dauert dieser ganze Prozess sehr, sehr lang. Und wenn man irgendwann da ankommt, wo man dann tatsächlich an Altersschwäche stirbt oder auch wenn man irgendwo im Krieg stirbt, dann kann man als eines seiner Familienmitglieder weiterspielen. Genau. Es wäre dann ein bisschen wie ein Rogue Legacy eigentlich, wenn jemand das Spiel kennt. Ja, ich hatte auch gerade so ein Jucken im Hinterkopf von irgendeinem Spiel, wo ich das schon mal gesehen habe. Da spielt man auch dann immer einen Verwandten. Manchmal ist der kurzsichtig und das ist blöd, aber ich glaube, das wird hier nicht der Fall sein. In Crusader Kings ist es ja auch so. Da spielt man dann einen tollen Adligen, der dann durch irgendeinen Unfall einen Schlag auf den Kopf bekommt und dann nur noch ein Jahr lebt, weil er halt blöd geworden ist. Und dann übernimmt man den Sohn, die Tochter. Das gehört ja auch dazu, so Familienbande und so weiter im Mittelalter, Vererbung. Ist auch eine echt interessante Ergänzung, weil das Spiel echt nochmal ein ganzes Stück in die Breite ausbaut. Aber jetzt kommt eine Frage, die wurde ganz oft gestellt. Jetzt muss ich sie stellen, sonst werde ich erschlagen. Will there be a co-op mode? Probably not in the release, because we looked into it. We really wanted to work on it and make it happen. But our game is really, really complex. And if we really wanted to add a co-op, it was already taking a lot of time. It would take forever, probably. So we won't have it for the release, but maybe after release we can come back to that and think about whether we can do it in some way. Auch diese Frage relativ typisch, wenn man jemandem den kleinen Finger reicht, dann wollen sie alle beide Arme. Neben dem Multiplayer-Modus, ob es auch einen Koop-Modus geben wird. Allerdings hat Aman jetzt leider gesagt, den wird es mindestens zu Release erstmal nicht geben. Das Spiel ist sehr komplex, es gibt sehr viele verschiedene Features, die man dabei beachten muss und deswegen wird es bis zum Release erstmal keinen Koop-Modus geben. Es gibt allerdings die Möglichkeit und die Option, dass das Ganze später noch nachgereicht wird, aber wie gesagt eben vorläufig erstmal nicht. Ich muss mal ganz kurz noch in den Raum werfen, was für ein guter Kämpfer du bist, Paul. Als wäre das dein Beruf. Ja? Du machst ja die Leute richtig rund. Gerade eben hat mein Freund, mit dem ich gekämpft habe, alles gemacht. Ich habe einfach nur zugeguckt. Ich habe doch gesehen, wie du hier mit da zack, zack, zack. Ach, das warst du gar nicht? Du warst gar nicht im Steuer? Doch, davor war ich, aber gerade eben, also die Leute, die mit dir kämpfen, die Bots, die sind auch teilweise richtig gut. Also die Turniere sind auf jeden Fall schwieriger geworden. In Warband war das ein sehr einfacher Weg, viel Geld zu machen, aber jetzt muss man wirklich aufpassen, weil auch durch unsere neuen Systeme, zum Beispiel beim Blocken, dass dein Schild früher kaputt geht, wenn du falsch blockst. Solche Sachen können ganz schön knifflig werden. Ich bin beim Anspielen auch total an den Turnieren gescheitert. Ich hab da die altbewährte Taktik, einfach immer im Hintergrund zu bleiben und mit dem Speer hinzugehen, wenn zwei sich streiten und dann sie in den Rücken zu pieken. Aber das ist mir dann auch passiert und dann war es das, ja.
Ja, da würde mich jetzt fast interessieren, ob man auch die Möglichkeit hat, jemand anderen für sich kämpfen zu lassen. If I decide I want to go the way of the merchant or maybe go into politics, do I have the option to let someone else fight for me in the tournaments or on the streets if I don't want to fight? Not in the tournament, because the tournament is like a match of individual skill. But for battles, we have you can first of all go into the battle and stay back and work as a commander. And we also have the option to simulate the battle, so you can basically quickly, if you want to play the game as a more like intellectual character that doesn't want to go into action, you can just use the simulation feature and simulate your battles. And definitely we support all that kind of gameplay. So if you are a merchant, the game will still be very interesting. And there's a very detailed economical system. And there will be plenty of gameplay in the game to keep you to keep the game interesting. Ja, also leider wird man sich in den Tournaments, genau, in den Turnieren nicht vertreten lassen können. Allerdings gibt es für Spieler, die mehr Interesse am Handel oder an der Politik haben oder einen intellektuellen Charakter spielen wollen, die Möglichkeit, die Turniere zu simulieren. Dann muss man sie nicht selber spielen, sondern sie werden eben berechnet und dargestellt. Allerdings kann man sich natürlich Partner an die Seite stellen, damit man, wenn man auf der Straße angegriffen wird, nicht ganz alleine dasteht, und auch da muss man dann nicht alleine kämpfen. So. Und jetzt, wir nähern uns dem Ende unseres heutigen Panels. Es ist sehr, sehr schade, aber wir wollen euch natürlich nicht vorenthalten, auch man wird heute nach einem Ei graben. So, we do have, was heißt Gewinnspiel auf Englisch? We have this little game where we give letters to our community. So we have a word with 19 letters, and we have the sandbox here. If you come around, you can pick into the sandbox and get one egg. Be careful with the mic. There you go. So yeah. Goodness with you. So this is our sandbox. Wait a second. And you just in every one of this in those panels, there's one egg. I think these two, this one, and those are already empty. So we don't have that many left. So please just pick one egg out of there. I'm a bit afraid. Okay. We did not hide any. Just open it. Snakes. No, we didn't hide any insects or disgusting stuff. We have ein R für euch. So, ich klebe das zu den anderen Buchstaben dazu. Haben wir denn danach Thank noch you very Zeit much. für Fragen, Natascha? Für ein paar? Wir hätten dann noch auf jeden Fall noch Zeit für eine Schnellfragerunde. Genau, eine Schnellfragerunde. Maybe we can, I can ask you some questions and you just answer with yes or no, or maybe. Because we have really many questions left, so we can just make a really quick round of questions and you just answer with yes and no. Okay. Okay, let's start. Will there be war elephants? No. No. Will there be naval combat? No. Can you change your character appearance during the game? Yes. Will villages be upgradable to castles? No. Will there be an early access version of the game or a beta? Yes. There you can say tomorrow and everyone would be pleased. So We are only allowed yes or no. Will it be tomorrow? Yes. now you have to answer with a number, because how many developers do you have at your studio? And you can answer that first. Developers around 60 or something. 60. And how many hours per week do they work on Bannerlord? We normally work 40 hours a week, but for Gamescom we did a bit of crunch, so that was a bit more. Just like us. Yeah. We did the same. Yeah, that were the fast questions. Perfect. The one about war elephants was a really prominent question. Yeah, we're really sad about the war elephants. You might
think about it a little bit more. We have war camels. War camels. Okay. War that's- camels are cool too. but- Yeah, you can live with that. So thank you very much for being here. It was a great panel. Thank you for all your answers. Wir kommen noch zum Ende. Wir kommen jetzt zum Ende. Wir haben ja noch ein bisschen was für euch vorbereitet. Der Abend ist noch jung und deswegen schließen wir jetzt erstmal für heute ab, verabschieden uns von unseren wunderbaren Gästen. Vielen Dank, Paul, für die wunderbare Demonstration deiner Fähigkeiten hier. Vielen Dank, Dimitri, dass du nochmal bei uns geblieben bist. And thank you so much for being here and answering all our questions. Thanks so. Ciao. Bye bye. Bye.